Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren wöchentlichen Update. Es ist Freitag früh um 8. Gar nicht meine Zeit, aber ich wurde von Audi eingeladen, dass ich den aktuellen RS e-tron GT fahren darf. Oder ich glaube, so spricht man den aus. Ich kann mir nicht merken, wie die Reihenfolge ist zwischen e-tron, RS und GT, ist aber auch egal. Auf jeden Fall haben die gesagt so, ey, du hattest so viele Probleme mit deinem RS5 und vielleicht ist Elektromobilität in Zukunft auch mal interessant, dann probier doch einfach mal aus, wie der sich fährt. Und das fand ich sehr, sehr cool. Deswegen werde ich da jetzt gleich mal losgehen. Und dann gab es auch noch massig Post. Das werden wir nachher mal noch öffnen. Ja, habe mir was Cooles bestellt für Flüssigstickstoff-Overclocking. Hat ein paar Monate gedauert, bis es da war. Bin sehr, sehr gespannt. Aber das werden wir nachher erst machen, wenn ich wieder da bin. Und auch noch ein kleines Paket von Gigabyte. Seasonic, the heart of your system. Ja, da haben wir das schöne Teil. Ich bin absolut gespannt. Also, es sieht auf jeden Fall sehr futuristisch aus. Ich muss aber auch sagen, gerade das Heck gefällt mir unheimlich gut. Das Heck ist halt echt breit. Das kommt schon echt sehr, sehr schön. Ja, da ich aber nur 1,5 Stunden habe, setze ich mich gleich rein und fahr mal los. Okay. Ist halt lustig, dass verglichen mit einem normalen Auto jetzt einfach nichts passiert, aber es ist trotzdem an, ne? Ja, das ist mein erster richtiger Kontakt mit der E-Mobilität. Bin gespannt, wie sich die Kiste fährt. Innenraum kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Sieht schon sehr hochwertig aus. Ja, es ist schon ein sehr schönes Auto und es fährt sich auch unfassbar gut, muss ich sagen. Also ich finde auch die Soundkulisse äußerst interessant. Es ist halt verrückt, man sitzt da drin und normalerweise erwartet man so, man drückt den Startknopf, irgendwas tut sich soundtechnisch. Also es tut sich bei diesem Auto auch was, aber irgendwie, es ist halt anders. Ich versuche gleich mal, ob ich das vielleicht für euch auch auffangen kann, aber ja, es ist auf jeden Fall eine Alternative zum Verbrenner. Also soundtechnisch ist es auch interessant. Es ist jetzt nicht unbedingt schlecht, muss ich sagen. Ja, ich fahre jetzt noch ein bisschen rum. Ich habe das Teil jetzt noch ungefähr eine Stunde. Dann mal schauen, ich muss jetzt mal irgendwo einen geeigneten Platz finden, wo ich auch mal ein bisschen Gas geben kann mit dem Ding, weil ich habe zwar gerade schon so ein bisschen das mal probiert und man merkt einfach, dieser Kick, wenn man direkt drauf drückt, der ist halt äußerst interessant. Das hat man beim Verbrenner ja sonst gar nicht. Da ist ja immer so ein Loch, gerade bei Turbomotoren. Aber das hat man bei dem Auto einfach gar nicht. Man drückt drauf und es rennt halt direkt nach vorne. Das ist immer das, wovon alle reden bei so E-Autos und das ist auch wirklich, wirklich krass. Aber die Frage ist halt, wie ist es, wenn man dauerhaft beschleunigt und nicht einfach nur kurz drauf drückt, ne? Das werde ich jetzt gleich mal noch ein bisschen ausprobieren. Der Innenraum an sich ist jetzt nicht meins vom Design. Also diese, sag mal, braunen Sitze, das ist jetzt vom Design her nicht meins, aber es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr gut aus. Wenn man das Leder so ein bisschen in einer anderen Farbe nimmt, denke ich mal, dann würde mir das auch sehr, sehr gut gefallen, definitiv. Also verarbeitungstechnisch gefällt mir sehr, sehr gut. Auch hier Alcantara-Leder, überall oben dran. Schon schön, schon echt schön. Man sieht hier so ein bisschen, das macht Audi ganz gerne, das macht aber auch Mercedes ganz gerne, dass man so schwarz Klavierlack-Optik hat. Das ist ja auch so gar nicht meins, vor allem weil man da immer jeden Staubkrümel drauf sieht. Aber, oder hier eben alle Fingerabdrücke, ne? Aber das lässt sich sicherlich auch irgendwie ein Carbon-Paket oder was auch immer es da gibt. Ja, kann man aber schon machen. Was aber auch halt irgendwie cool ist, ist, dass halt auf dem Display sonst nichts zu sehen ist. Also normalerweise hat man ja Drehzahlmesser. Was ich aber auch noch nicht ganz verstanden habe, ist, wozu diese Schaltpedals da sind. Also das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Normalerweise ist es ja für Gang auf, Gang ab. Falls ihr wisst, wozu die normalerweise bei so einem E-Auto sind, könnt ihr mich das sehr, sehr gerne mal wissen lassen. Also man hört es vielleicht so ein bisschen. Das ist schon ganz cool. Hat was, hat was. Und das Einzige, was mich so ein bisschen fertig macht, ihr seht es im Spiegel, diese winzige Heckscheibe, da sieht man echt nix. Ja, ich bin jetzt knapp eine Stunde gefahren und ja, es ist interessant. Es ist einfach was anderes. E-Mobilität einfach anders als mit dem Verbrenner. Was ich irgendwie lustig finde, ist, mir kommt es subjektiv gesehen einfach irgendwie
umgedreht vor versus einem Turboauto. Also bei einem turbo aufgeladenen Auto ist ja so, gerade unten raus passiert wenig und dann irgendwann, wenn die Turbolader so richtig kicken, dann schiebt es dann richtig weg. Also gerade beim GTR kenne ich das eben so. Bei dem Auto ist es gefühlt irgendwie andersrum. Das heißt, wenn man jetzt, keine Ahnung, 50 km/h fährt und tritt rein, dann geht es eben unfassbar schnell los und dann drückt es einen auch richtig krass in den Sitz. Aber oben raus fühlt es sich dann so, als wäre es dann schwächer. Also irgendwie genau umgedreht. Natürlich wahrscheinlich vorteilhafter, weil früher, schneller, energieanliegend ist auf jeden Fall besser als später. Also gerade wenn ich jetzt irgendwie auf eine Autobahn hochfahre, habe ich jetzt gerade gemerkt, dann ist es halt schon ganz krass. Man tritt rein und ist halt direkt da. Das ist halt schon irgendwie ganz lustig. Ja, fahrwerkstechnisch in Dynamic fährt sich sehr, sehr gut. Da hat man auch nicht dieses Gewackel, wie wir es beim RS5 hatten. Das ist bei diesem Auto gar nicht. Also in Dynamic auf jeden Fall super. Ich persönlich würde mir wünschen, dass Dynamic der normale Modus wäre. Also das, was die hier als sportlich sehen, ist für mich so das, was ich eigentlich gern normal hätte in so einem Auto. Und Dynamic hätte ich dann wirklich nochmal so richtig krass ein Stück härter, weil ich finde, das, was hier Dynamic ist, finde ich immer noch sehr, sehr weich und nicht so direkt von der Straße, aber das ist natürlich auch sehr, sehr subjektiv. Ansonsten, ja, fährt sich wirklich sehr, sehr gut. Das ist halt die Frage, ob es das Geld wert ist. Ich weiß gar nicht, was das Auto kostet. 150.000? Vielleicht sowas in der Richtung, ne? Das ist natürlich schon eine ordentliche Stange Geld. Beschleunigungstechnisch ansonsten sehr interessant. Man merkt natürlich, dass der Klang künstlich erzeugt ist. Also gerade wenn man den Klang auf, sage ich mal, sportlich stellt und gibt ordentlich Gas, dann kommt es mir schon so vor, als würde es rechts unten aus dem Lautsprecher kommen. Aber es ist ein schöner Sound, es ist ein schöner Klang. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Es ist ja bei anderen Verbrennern aktuell auch nicht anders. Ich glaube, bei meinem RS5 ist die Hälfte ja auch künstlich erzeugt. Deswegen, solange sich das schön anhört, schön anfühlt, finde ich das trotzdem cool auf jeden Fall. Ich bin mal knapp über 200 gefahren, 210 circa, und man kommt echt schnell auf die Geschwindigkeit. Also zwischen 100 und 200 geht auf jeden Fall gut. Oben raus merkt man, wird es dann langsam ein bisschen weniger, aber das ist auch vollkommen okay. Okay, dann werde ich jetzt die Karre mal schon wieder zurückgeben müssen. Was ich fast vergessen hatte, was mir tatsächlich aber nicht gefällt, ist tatsächlich die Bremse. Also die Bremse ist schon, ich weiß nicht, ob das an der Bremsscheibe liegt, ob die einfach vielleicht zu klein sind oder sowas. Ich kann es mir nicht genau erklären. Auf jeden Fall ist es so, wenn man so von 200 mal so ordentlich runterbremst, dann fühlt sich das so ein bisschen schwergängig an. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde das Auto einen sehr langen Bremsweg haben. Als würden die Bremsen nicht so zupacken, wie ich das sonst gewohnt bin. Ansonsten schön. Okay, bin jetzt wieder zu Hause. Es ist auch schon einen Tag weiter und jetzt werden wir endlich mal dieses große Paket hier hinter mir auspacken. Normalerweise würde ich das nicht unbedingt im Gang machen, aber ihr seht, das wurde auf einer Palette geliefert und ich habe jetzt keinen Hubwagen in meiner Wohnung, deswegen ich will das nicht durch meine Wohnung ziehen. Ich habe hier schon eine dezente Spur hinterlassen, deswegen ja, packen wir das so mal Stück für Stück aus. Mein Französisch ist nicht mehr so gut, aber ihr seht, da ist ein TP60 mit irgendwas Steuern drin. Chic hat sich in den letzten Tagen auf jeden Fall auch schon ein bisschen dran verewigt. Machen wir erstmal dieses größere Paket auf, was an der Seite dran war. Ihr seht schon, Air Liquide. Man spricht es tatsächlich so aus, es ist ein französisches Unternehmen, weil viele Air Liquide oder sowas sagen, das ist nicht richtig. Geil. Okay, da sehen wir schon mal die Entnahmeeinheit für den flüssigen Stickstoff. Das ist einfach was mir bei meinen aktuellen Behältern so ein bisschen fehlt. Hallo Chic, hast du fertig gegessen? Alles klar. So, in diesem kleinen Paket, hier haben wir einen, das nennt sich Phasenseparator. Also es ist eigentlich nur ein Rohr und hier am Ende, da ist so ein Messing-Sinterteil dran. Ist quasi wie so ein, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, also es ist aus ganz, ganz vielen feinen Messingkugeln. Es ist durchlässig für Flüssigstickstoff, aber es soll eben verhindern, dass Flüssigstickstoff als Gas austritt, sondern eben nur in flüssiger Form rauskommt. Ganz lustige Teile. Nennt sich Phasenseparator. Und im großen Paket seht ihr schon, da ist mein neuer Flüssigstickstofftank drin. Sieht größer aus, glaube ich, als es ist. Also das Ding ist hoffentlich nicht so riesig. Ja, da freut sich auf jeden Fall jemand über die ganze Pappe. Immer schön erkunden. Okay, also man sieht, es ist nicht gerade klein, das Teil. TP60, das bedeutet, das Ding fasst 60 Liter Volumen. Der große Unterschied zu meinen bisherigen Behältern ist eben die Tatsache, das sieht man hier schon an diesem Ding hier,
das ist ein Druckbehälter. Das heißt, das ist nochmal eine ganz andere Klasse. Die anderen, die ich habe, das sind diese TR-Behälter. Die kann man ja zum Kippen nehmen, was halt so auf die Dauer so ein bisschen anstrengend ist, weil man trifft es nicht immer so gut in eine Thermoskanne rein und ja, da passt auch viel mehr rein. Da kommt unten noch so ein Gestell drunter, dass man den dann schieben kann, weil wenn der mal voll ist mit 60 Litern, dann keine Chance, dass man den noch irgendwie großartig bewegt. So ist es erstmal kein Problem. Das ist oben noch dieser Isolierstopfen drauf, der kommt jetzt weg und dann kommt da die Entnahmeeinheit drauf. So, und dieses Teil kommt dann da oben gleich drauf. Und so eine Entnahmeeinheit, also die hat auch so eine Füllstandsanzeige hier drin, das funktioniert eigentlich auch ultra simpel. Also erstmal der Füllstandsmesser, sage ich mal, das ist nichts anderes wie ein Schwimmer. Das ist einfach nur ein Stück Alu mit einer Feder oben dran. Und normalerweise, wenn man die Entnahmeeinheit jetzt so baumeln lässt, so, dann wäre es leer, ne? Und sobald dann irgendwie Flüssigstickstoff unten reinkommt, dann schiebt es eben das Teil so nach oben, zack, und dann sieht man, dass da Flüssigstickstoff drin ist. Das ist schon mal der große Unterschied zu meinen bisherigen Behältern. Da weiß ich nie, wie viel ist da noch drin und ich kann es auch nicht so einfach entnehmen. Und ansonsten ist hier einfach nur ein Rohr dran und durch den Eigendruck, den es innen aufbaut, drückt es eben den Flüssigstickstoff hier unten rein und dann kommt er hier oben am Entnahmeventil wieder raus. Alles Neue muss natürlich sofort inspiziert werden. Also so sieht es dann aus, wenn die Entnahmeeinheit oben drauf ist. Hier kann man dann den Flüssigstickstoff ganz bequem abzapfen, da kommt dann noch den Phasenseparator ran. Das ist nur zum Befüllen, also befüllt wird auch darüber, wo man ablässt und dann macht man hier eben auf, dass das Gas entweichen kann, dass eben kein zu hoher Druck entsteht. Ihr seht, es ist ein Überdruckbehälter, typischer Druck 0,5 Bar, also es ist echt nicht viel, aber man will natürlich jetzt auch nicht mega viel Druck drauf haben, weil sonst kann man es auch nicht mehr vernünftig abzapfen. Und hier hinten ist nochmal so eine Druckregeleinheit. Hier kann man, wenn kein Druck vorhanden ist, macht man dieses Ventil hier kurz auf, wieder zu und dann kann man da zusätzlich noch Druck im Behälter aufbauen, falls das nötig sein sollte. Sehr, sehr geiles Teil, sehr, sehr geiles Teil. Wenn man tatsächlich mal so weit geht und sagt, okay, ich möchte jetzt mit flüssigem Stickstoff übertakten, dann ist das eigentlich auch so mit die größte Hürde, weil diese Behälter sehr, sehr, sehr teuer sind. Also der Behälter für 60 Liter, der hat mich jetzt knapp 3.000 Euro gekostet. Klar, natürlich für mich als YouTuber, ich kann das auch als Gewerbeausgabe machen und dann ist das alles gar nicht so dramatisch. Früher, als ich das nur als Hobby gemacht habe, da war das für mich sehr wohl ein Problem. Da habe ich dann bei eBay geschaut, habe Behälter für 300 Euro und sowas gekauft und habe da aber auch nicht so die guten Erfahrungen gemacht, weil so ein Behälter steht und fällt mit dem Vakuum. Weil wenn das nicht mehr vernünftig isoliert, weil das ist ja wie eine riesige Thermoskanne, das Teil. Und wenn das Vakuum nicht mehr richtig da ist, Vakuum da ist halt auch so ein Wortspiel, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn da irgendein Leck drin ist und es nicht mehr perfekt isoliert, dann füllt ihr den Flüssigstickstoff rein und der ist nach einem halben Tag weg. Und dann kostet euch das richtig viel Geld. Das ist bei so gebrauchten Behältern immer sehr, sehr schwierig. Also falls jemand sowas gebraucht kaufen möchte, dann seid da sehr, 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 sehr vorsichtig. Damit bin ich eigentlich sogar schon wieder am Ende von diesem wöchentlichen Update angelangt. Eine Frage hätte ich noch und zwar bin ich gerade dabei, mit Synology zusammen mir mein eigenes NAS zusammenzustellen. Das wollte ich ja schon länger machen und ich bin zwischendurch einfach nicht dazu gekommen. Jetzt hätte ich eine Frage an euch und zwar, kennt sich jemand damit aus oder hat schon jemand davon gehört, ob es Probleme gibt, wenn ich statt Festplatten auf SSDs setze? Weil SSDs werden ja heutzutage schon günstiger. Also es sind immer noch deutlich teurer als HDDs, aber ich hätte einfach eine unfassbar krass hohe Übertragungsrate. Habe spontan aber nicht wirklich was dazu gefunden, ob es da einen riesen Nachteil gibt oder ob die das von der Lebensdauer nicht abkönnen, von der Schreibleistung, wie auch immer. Also falls da jemand von euch Infos hat, dann lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Ja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.